Angst vor Beziehungsverlust, Angst, nicht gemocht zu werden. Und schon gehe ich in den Hintergrund und setze mich dann nicht mehr durch. Da kann ich die tollste Technik aller Zeiten haben und nutzen. Ich kann auch nicht mehr sagen, der Mann ist schuld. Es hat immer irgendwas mit mir selber zu tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um zwei Themen, und zwar zum einen um Transformation und zum anderen um das Thema Empowerment. Natürlich hängen diese Themen auch miteinander zusammen. Dazu kommen wir aber gleich in Gespräch. Mein heutiger Podcast-Gast ist Trainerin und Transformationscoach, und damit begrüße ich Sie recht herzlich im Erfolgsgeflüster-Podcast. Hallo Anka Ames. Hallo, liebe Michelle. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir reden heute über ein Thema, was ja viele so oberflächlich kennen, aber wahrscheinlich wenige in der Tiefe wirklich verstehen, weil sie sich damit selten aktiv bewusst beschäftigt haben, und zwar das Thema Energie ein Stück weit. Männliche, weibliche Energien, da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen. Aber vielleicht zum Einstieg die erste Frage an dich. Was ist denn eigentlich Energie für dich? Das ist echt eine sehr, sehr spannende Frage. Letztendlich ich erkläre es in der Kommunikation ganz gerne so, dass wir einen Inhalt haben in der Kommunikation. Wir reden miteinander, aber dieses zwischen den Zeilen, da spüren wir oftmals was. Und das können wir nicht richtig greifen. Und das ist Energie. Was ist Energie? Energie ist, wir haben eigentlich zwei entscheidende grundsätzliche Energien in diesem Universum. Das eine ist Angst und das andere ist Liebe. Im Businessbereich übersetze ich es dann immer ganz gerne. Da sprechen wir dann nicht von Liebe, da sprechen wir von Wertschätzung. So, und wenn die Wertschätzung nicht fließt, ist die Energie schon in irgendeiner Form gestört, ja. Und dann haben wir vielleicht einen Chef, mit dem wir nicht richtig klarkommen, oder einen Kollegen, mit dem wir nicht klarkommen. Und dann macht das was mit unserer eigenen Energie. Es hat Einfluss drauf. Es wirkt, ja, kann toxisch wirken oder es kann unglaublich nach vorne bringen, weil wir gute Beziehungen haben, uns da wohlfühlen in dem Umfeld, und dann trägt uns das ja auch. Auf jeden Fall. Ist das ein Thema, was dich immer schon beschäftigt hat, oder wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen? Also was hast du vielleicht vorher gemacht, bevor du dich mit dem Thema Energie so intensiv beschäftigt hast? Ähm, also latent glaube ich, dass es immer da gewesen ist, denn ich habe mich immer schon sehr stark einfach mit mir selbst beschäftigt. Also für mich spielt das Thema Business und Spiritualität, das bringe ich zusammen. Ich war 18 Jahre lang im Businessbereich, jetzt so in den ganz klassischen Themenfeldern unterwegs, wie Kommunikation, wie Konfliktmanagement, Women Empowerment, beziehungsweise Women in Leadership und so weiter. Und ganz spannend ist, das ging mir oftmals nicht tief genug. Ja? Es wurde ganz, ganz viel kommuniziert über Thema aktiv zuhören zum Beispiel. Ja? Ist eine Technik zum Zuhören, alles klar. Und das bringst du eigentlich den Leuten immer wieder bei, von der Technik, aber es funktioniert nicht in der Nachhaltigkeit. Dann haben wir wieder irgendwo jemanden, der im Gespräch sitzt und lieber aufs Handy schaut und nicht wirklich im Fokus präsent bei dir ist, mit der ganzen Aufmerksamkeit. Also irgendwas funktioniert da nicht. Und das hat mich immer sehr stark beschäftigt. Also wie kriege ich es hin, dass es in die Nachhaltigkeit geht? Und dann sind wir wieder bei diesem energetischen Punkt. Für mich ist das tiefe Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben auf der also gerade seit Corona, nehme ich zumindest wahr, so zwei Schwerpunkte, in die es von der Richtung her geht. Das eine sind die Leute, die noch mangelhafter zuhören, also wirklich abgelenkt sind, weil sie auch das Thema Kommunikation ja total verlernen. Ja? Sie sind also nur noch mit Sprachmemos zum Beispiel unterwegs, und es wird gar nicht mehr ein Feedback eingeholt. Von dem her, dieses Spüren, das wird immer weniger. Und auf der anderen Seite haben wir sehr viele, ich weiß nicht, ob du das auch wahrnimmst, die so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben, die also wirklich reden, 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 ohne Punkt und ohne Komma, ein unglaubliches Redebedürfnis haben, für meinen Geschmack so, für mein Gefühl zu wenig gehört werden, ja. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Wertschätzung, beziehungsweise Angst. Also, wir sind sehr, sehr oft von Angst gesteuert und getrieben, auch in Beziehungen, gerade in Beziehungen, ja. Ich habe jetzt Angst, nicht gehört zu werden,
weil es mich an eine frühere Situation erinnert. Ich habe Angst, jemanden zu verlieren. Ich habe Angst, nicht für voll genommen zu werden, ernst genommen zu werden. Das ist immer die Basis von allen. Auf jeden Fall, ja. Also ich kenne die Themen auch, ich gebe ja unter anderem respektvolle Kommunikationstrainings, wenn man so will. Und da ist das aktive Zuhören auf jeden Fall auch eine der Übungen, die wir immer machen, die auch immer sehr, ja, sehr lehrreich ist. Aber klar, das Thema Nachhaltigkeit, das ist dann eigentlich das, was den Seminarerfolg definiert. Ne? Ob das ein paar Wochen später auch noch funktioniert oder ob das nur am Folgetag noch präsent ist. Ja, super Absolut. spannend. Und wenn ich mir da einfach mal klar mache und bewusst mache, also für mich spielt bei allem, was ich mit den Leuten erarbeite und trainiere, spielt immer die innere Haltung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt, ja, wie ging es mir mit dem Zuhören zum Beispiel früher? Bin ich in einem Elternhaus groß geworden, wo die Eltern vielleicht einfach zu wenig Zeit hatten, weil sie beide gearbeitet haben, Fulltime, und ich musste als Kind vielleicht eher funktionieren und wurde einfach nicht gehört. Dadurch entsteht ein Aufmerksamkeitsdefizit. Und wenn ich mir das mal bewusst mache, woher kommt denn mein großes, verstärktes Redebedürfnis? Ja, dann komme ich da einen Riesenschritt weiter und dann klappt es auf einmal auch mit der Technik. Ja, oder das Thema Durchsetzungskraft. Wenn ich mich einfach durchsetzen will, ich habe eine Meetingsituation, da sitzen einfach ein Haufen sehr redestarker, dominanter Typen, und ich möchte da einfach mit einem guten Vorschlag, den ich habe, mich tatsächlich auch mal durchsetzen, bin aber eher ein introvertierter Typ, bin irgendwo nicht gewohnt, wirklich in eine Sichtbarkeit zu gehen, auch in solchen kleinen Situationen. Ja, oder habe schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich einen Vorschlag geäußert habe und dann kommt so ein Spruch wie: „Was ist 'n das für eine blöde Idee?“ Und schon Angst vor Beziehungsverlust, Angst, nicht gemocht zu werden. Und schon gehe ich in den Hintergrund und setze mich dann nicht mehr durch. Da kann ich die tollste Technik aller Zeiten haben, nutzt nichts. Ja. Da spielen ja auch die Energien eine Rolle, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Jetzt sind wir aber gerade schon mitten im Thema Kommunikation und das ist ja auch ein Thema, was dich lange Zeit schon begleitet hat, bevor du eben als Selbstständige in dem Bereich Energie und Coaching gearbeitet hast. Was hast du dann früher gemacht mit dem Thema Kommunikation vor der Selbstständigkeit? Vor der Selbstständigkeit, ach Gott, ich kann schon gar nicht mehr. Ich war eigentlich fast mein ganzes Leben selbstständig, ja. Ich habe ich sage immer im Training, ich bin eine Jobhopperin. Das heißt, ich habe Musik studiert, bin dann nach dem Musikstudium, habe also Oboe studiert, Instrument, das sehr viel Einsatz gefordert hat und mit dem ich schon, ich würde sagen, in Hassliebe verbunden war. Ja, man musste die Mundstücke immer selber schnitzen. Und das war so der Teilaspekt, den ich nicht so gerne mochte. Naja, und ich bin dann einfach, weil die Chancen, in ein Orchester zu kommen, sehr schlecht waren, bin ich in den Fernsehbereich gekommen. Also bin ich mehr oder weniger wirklich wie die Jungfrau zum Kinde reingerutscht, weil der Kollege meines Vaters immer sagte: Mensch, du hast so eine tolle, klangvolle Stimme, geh doch mal zum Radio oder zum Fernsehen. Und ich dachte: ja, Fernsehen, ja, vielleicht gar nicht so schlecht, ja. Und dann habe ich wirklich jemanden getroffen. Also das war wirklich so an 2, 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Habe jemanden getroffen vom Fernsehen und der hat sofort ein Jobinterview mit mir vereinbaren lassen. Und so bin ich dann in den Fernsehbereich gekommen. Hätte das wahrscheinlich auch bis ans Ende meines Lebens getan, wäre dann nicht eine Insolvenz vom Arbeitgeber gekommen. Ich habe diesen Job geliebt, ja. Ich sehe eine Kamera und bin da glücklich. Ich habe auch diese Form der Zusammenarbeit sehr geliebt. Es war unfassbar abwechslungsreich, langfristige Planung über 2 Wochen. Ja, ansonsten ist das wirklich so ein Tagesgeschäft. Du hast eine mega Team Stimmung, weil ein riesiger Zusammenhalt ist, weil am Abend muss halt diese Sendung stehen, egal was passiert. Und das war was, was mir unglaublich ja, gefallen hat, auch diese Arbeit mit der Stimme, mit der Sprache, mit der Artikulation, mit dem sich selbst ausdrücken. Ja, das Spiel mit der Kamera auch, und dann kam diese Insolvenz und die kam also zu einem Zeitpunkt, wo ich auch noch frisch mich getrennt hatte von meinem Ex-Mann und Vater war noch gestorben und dann Job verloren, 2 kleine Kinder zu Hause. Es kam so alles. Heute sage ich: „Gott sei Dank, ich möchte es nicht noch mal erleben, aber Gott sei Dank ist es so passiert.“ Ich bin dann einfach auch wieder mehr oder weniger in den Trainingsbereich reingerutscht und das war
18 Jahre lang jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Jobdasein, weil ich einfach all diese Weiterentwicklung, und das treibt mich immer so an, dieses Thema persönliche Weiterentwicklung. Wie wunderbar ist es, wenn du irgendwann feststellst, dass du nicht mehr triggerst. Ja, dass da können irgendwelche Leute kommen. Was war so ein Seminartitel bei mir mal? Umgang mit Nervensägen, Giftzwergen, Cholerikern und Co. Ja, also mich stresst nichts mehr. Ich bin einfach bei mir, ich bin die Ruhe selbst und das ist einfach schön und das Ergebnis vieler, vieler Persönlichkeitsentwicklung, warum es mir auch so wichtig ist, das Ganze in den Businessbereich reinzubringen und zwar tiefe Persönlichkeitsentwicklung. Alles hat irgendwo eine Ursache, warum irgendwas nicht wirklich funktioniert. Und wir sind einfach jetzt inzwischen in einer Zeit, wir transformieren ja extremst, die ganze Menschheit transformiert. Und es geht halt hin in viel mehr Eigenverantwortung. Wir können nicht mehr sagen, der Chef ist schuld. Nein, ich habe selber einen riesengroßen Anteil dran. Ne? Ich kann auch nicht mehr sagen, der Mann ist schuld. Es hat immer irgendwas mit mir selber zu tun. Und diese Eigenverantwortung, die nimmt natürlich zu. Und die Frage ist, willst du weiter, ja, irgendjemanden beschuldigen, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder ja, die neidisch sein oder irgendwelche negativen Schwingungsgefühle haben? Oder möchtest du einfach ein leichtes Leben haben? Da musst du was für tun. Und da musst du gucken, wo die Schattenthemen sind und wo die Schwere in deinem Leben angefangen hat. Auf jeden Fall, also Persönlichkeitsentwicklung ist ja letztlich auch ein Stück weit das Leitthema dieses Podcasts. Insofern bist du genau richtig hier heute damit. Du hast lange Zeit Trainings gegeben, als du dann mit deiner Selbstständigkeit quasi gestartet hast nach der Insolvenz des Senders. Was ist denn so heute der Schwerpunkt deiner Trainings? Also was genau machst du heute Tag für Tag in deiner Selbstständigkeit? Es sind 2 Themengebiete. Also, ich arbeite auf der einen Seite weiter mit Business zusammen, wobei auch das jetzt so eine neue Entwicklung kriegt. Also, ich kriege gerade viele Anfragen natürlich für das Thema hybrides Führen oder Umgang mit der hybriden Arbeit, ne? Ich bin also viele Teile im Homeoffice und, dann ein bisschen was auch wieder in Präsenz natürlich am Arbeitsplatz. Wie gehe ich damit um, mit dieser Welt? Weil natürlich diese Beziehungsebene dadurch extremst leidet, Isolation daheim oder mit Absprachen, die nicht richtig funktionieren. Als Chef, ja, ich muss auf Vertrauen auf einmal setzen, ist auch sehr spannend für Chefs. Ja, das Kontrollbedürfnis und dieses Ziele setzen mal aus den Augen zu verlieren und wieder für echte Verbindungen zu sorgen. Und dieses Thema, das treibt mich auch extremst an für private Kunden, die hauptsächlich zu mir kommen als moderne Schamanin und da einfach merken, okay, sie sind in einem Job zum Beispiel drin und fühlen sich also machen eine gute Karriere, verdienen gutes Geld, aber sie fühlen sich irgendwo innerlich nicht richtig ausgefüllt. Ja? Partnerschaft stimmt vielleicht nicht und irgendwas ist da so in ihnen, was sie antreibt, da mal tiefer zu schauen. Und als moderne Schamanin arbeite ich mit Aufstellungsformaten. Aufstellungen kennt man vielleicht so von dem Thema Familienaufstellung. Wenn ich schamanisch arbeite, gehen wir auch wirklich zurück in die Ursache und das kann in einer alten Inkarnation sein. Und das ist der spannende Aspekt. Also wenn du da reinschaust, arbeiten wir energetisch nachhaltig, dann sind die Themen wirklich nachhaltig gelöst, weil sie nicht über eine Verstandesebene angeschaut werden, sondern wirklich in der Tiefe. Ja. Und das ist eine Mega-Arbeit. Ja, vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich damit noch nicht so sehr beschäftigt haben, mal kurz erklären, was ist denn eigentlich Schamanismus? Ach Gott, was ist Schaman? Eine Urwissenschaft. Also solange es die Menschheit gibt, gibt es Schamanismus. Ich bin nicht im klassischen Schamanismus drin. Da gibt's ja einfach viele Rituale. Es geht immer wieder um dieses Thema Schattenarbeit. Ja. Was meine ich mit Schattenarbeit? Ich würde es vielleicht lieber erklären am Thema Aufstellung, weil ich wirklich diesen Teilaspekt schamanische Aufstellung mache und nicht klassisch schamanisch arbeite. Letztendlich geht es auch wieder um tiefe Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du jetzt einen Konflikt nimmst, ja, dann kannst du über den Konflikt, ich habe jetzt einen Konflikt mit meinem Partner oder mit meinem Kollegen oder mit dem Chef, ist egal.
So, und was machen wir oftmals? Wir denken die ganze Zeit über diesen Konflikt nach und wir regen uns auf und innerlich brodelt es, ja, weil der wieder nicht zugehört hat oder weil der wieder seinen Müll nicht rausgebracht hat. Ein klassisches Klischeebeispiel, ja. Letztendlich sind es ja so Triggerpunkte, die immer wieder, ne, wie so eine Teufelsspirale auch nach unten führen, weil ich mich immer mehr vielleicht reinsteigere oder ich resigniere sogar irgendwann. So, und jetzt ist die Sache, wenn ich da immer nur drüber nachdenke mit dem Verstand. Der Verstand ist ein Instrument, es ist nicht verkehrt, aber der Verstand verarscht uns auch teilweise. Ne, wir können im selben Moment denken, oh, ich müsste mich jetzt mal gesünder ernähren und sollte den Alkohol einfach mal sein lassen, weil am nächsten Tag einfach nicht so geschmeidig ist. Ja, so geht's mir gerade. Gestern einen schönen Abend gehabt mit Freundinnen. So, und im selben Moment, ne, sagst du dir diese Regulierung zugunsten deiner Gesundheit und dann legst du dich aufs Sofa und denkst, ach, aber es war gerade so stressig, ach, so ein Gläschen Rotwein, das entspannt mich jetzt und dann ist doch gut und die Schokolade noch dazu. Also das heißt, der kann dich einfach, ne, von einer zur anderen Sekunde von schwarz nach weiß führen und du hast trotzdem keine Lösung. Und was mache ich dann in so einer Arbeit? Also ich stelle die Leute einfach mal auf ein kleines Zettelchen, wir nennen das Bodenanker, und dann spürst du einfach mal rein. Und das ist sensationell. Ja? Du spürst auf einmal die Emotionen und dann gehst du mal auf das Feld von dir selbst und dann auf das Feld von deinem Konfliktgegner, vom Gegenüber und empfängst da auf einmal Impulse, die du über das Nachdenken nicht empfangen würdest. Das ist wieder Energie. Das heißt, wir betreten ein morphologisches Feld und empfangen da mit unserer Körperintelligenz Impulse. Und auf einmal kommen wir in die Emotionen von unserem Gegenüber rein und verstehen, ach so, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Das hat ja mit XY zu tun. Es geht gar nicht um mich. Und auf einmal entspannt sich die ganze Situation, um die ich sonst immer so drum gekreiselt bin. Und dann stelle ich mich noch auf eine dritte Position, das ist der Mediator, ja, der also neutral ist. Ich kann den auch den inneren Coach nennen, mein höheres Selbst nennen. So, und da empfange ich nochmal Lösungsimpulse. Weil es geht nicht drum, was mir irgendjemand von außen als Vorschlag bringt. Das wäre ein Vorschlag. Ne? Nur weil ich dir sage, mach bei einer Erkältung einen Zwiebelwickel, wirst du wahrscheinlich keinen Zwiebelwickel machen, weil du einfach, es kommt nicht von dir innen heraus. Das heißt, wir befragen da unseren inneren Experten und da kommen auf einmal auch Impulse, die mir zeigen, dazu bin ich überhaupt bereit oder eben auch nicht, ja. So, und der Unterschied, das ist eben so eine schöne, ganz, ganz kleine Aufstellung, da sagen wir Schamanen, das ist die mittlere Weltebene. Wir arbeiten aber im Schamanismus auch noch mit der oberen und der unteren Welt zusammen. Das heißt, obere Welt sind unsere Spirits. Ja, wir sprechen so viel von Manifestation in der heutigen Zeit. Und diese Intention, die ich da ins Feld gebe, was möchte ich eigentlich? Ja, dann können mir die Spirits eben auch helfen. Nur weil ich manifestiere, ich möchte 44 Millionen Euro im Lotto gewinnen, wird das wahrscheinlich etwas schwierig werden. Das heißt, grundsätzlich kommt immer erst eine Idee und dann setze ich sie um. Das heißt, wenn ich nur die Idee habe, auch ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben, ist das Buch nicht geschrieben. Es muss dann auch in die Umsetzung. Aber wenn ich das als Intention wirklich nach oben gebe, und dann auch die Umsetzungsschritte mache, also in der materiellen Welt, das ist wieder diese hier mittlere Weltebene, ja, dann geht's in die Umsetzung. So eine untere Welt ist auch ganz wichtig. Das ist wie beim Baum, das sind unsere Wurzeln. Und wenn die Wurzeln nicht heil sind, wenn schon einfach mein Verhältnis mit meinen Eltern irgendwo nicht stimmt und ich schaue mir das nicht an, macht mir das immer wieder Rabatz in meinem Leben. Egal wo. Wenn ich mich nicht gehört gefühlt habe von meinem Vater, werde ich das wahrscheinlich auch übertragen auf meine jetzige Beziehung, auf Kollegenbeziehungen, auf die Chefbeziehungen. Das heißt, wir übertragen das unbewusst. Da sind die Wurzeln nicht geheilt und die wollen da angeschaut werden. Und das ist so ein ganz einfaches Beispiel jetzt einfach für das schamanische Arbeiten.
Sehr schön. Ich glaube, das ist auf jeden Fall hilfreich, um da mal 'n Einstieg zu finden und sich das Ganze 'n bisschen besser vorstellen zu können, was das dann eigentlich ist. Denn vieles davon kennen wir, aber wir können's nicht einordnen, ne? Und das hat auf jeden Fall mir zum Beispiel geholfen, schon mal mit den 3 Ebenen, was das Ganze denn ist. Welche Arten von Energie gibt es denn eigentlich und ja, wie können wir damit arbeiten und das für uns quasi nutzen? Na, ich habe es schon gesagt, ne, es gibt 2 Energien in diesem Universum und das eine ist Angst, das andere ist Liebe. So. Und dann frag dich mal, wie steht's denn um das Thema Liebe und wie steht es um das Thema Angst? Ähm, Es gibt im systemischen Bereich 3 Fokusthemen für seelische Gesundheit oder für Gesundheit in einem System. Ob das jetzt die Familie ist, ob das der Verein ist oder ob das, meine Firma ist egal. Es geht ja immer um ein Beziehungsgeflecht, ja? So, und, die 3 wesentlichen Punkte sind Ordnung, Vertrauen und Liebe, ne? Liebe übertragen im Firmensystem, Wertschätzung. Kleines Beispiel, wenn diese Wertschätzung nicht fließt, wird's schwierig. Da habe ich Männer, die sich bitterst beklagen. Bin ich, gebucht zum Beispiel für ein Teamtraining in einem Automobilbetrieb, Automobilzuliefererbetrieb in der Produktion und dann beklagen die sich, weil der Chef ihnen nicht zur Geburt des ersten Kindes gratuliert hat, ne? Wertschätzung fließt nicht. So, und was macht jetzt das System? Ich werde nicht gehört, ich habe Angst, nicht gehört zu werden. Die Liebe fließt nicht. Also versucht das System, wieder irgendwas auszugleichen, und das entsteht dann in der Form, dass zum Beispiel die Klopapierrollen verschwinden oder die Kaffeetüten, ja? Oder es wird nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht. Verbesserungsvorschläge werden nicht mehr gebracht. Das heißt, es geht hier um 'n Ausgleich, ja? Dann bin ich beim zweiten Punkt Ordnung. Also, ein System will immer irgendwo Ordnung haben. Mein inneres System will immer irgendwo 'ne Harmonie haben. Wir leben hier in 'ner Welt der Dualität, Tag, Nacht. Einatmen, ausatmen, geben und nehmen. Und das ist bei uns, wenn du nach 'nem Tipp fragst. Wir haben so oft irgendwelche, Frauen, da sind wir ja Meister drin, dass wir uns gerne beklagen. Der andere hört mir nie zu, ja? Der sagt mir nie, dass er mich liebt und so weiter. Diese Palette ist sehr, sehr groß. Ich wünsche mir viel, viel mehr Nähe in meiner Beziehung. So, dann frag dich mal, ob du diese Nähe, ob das Geben und Nehmen, gibt's schöne, ne, wenn ich Hände halte, ne, dass ich hier empfange, das ist die empfangende Hand und hier ist die gebende Hand. Bin ich überhaupt in der Lage, Liebe zu empfangen oder bin ich ständig im Geben? Und das ist ein ganz, ganz großes, Problem der heutigen Zeit, gerade bei uns Frauen. Wir sind viel zu wenig in unserer weiblichen Energie. Wir funktionieren wie Maschinen, ja? Wir sind perfekte Arbeitskraft, perfekte Führungskraft. Wir sind perfekte Mutter. Wir wollen die perfekte Freundin sein, die perfekte Frau. Wo bleibe ich selber? Wo ist der Ausgleich an: „Ich gehe mal in die Ruhe“, ja, um überhaupt mal wieder, ja, innovativ sein zu können, kreativ sein zu können. Was heißt kreativ? Ins Schöpfen zu gehen. Wann sind wir in der Schöpfung? Wenn wir ein Kind empfangen zum Beispiel. Aber wir empfangen. Wir sitzen nicht da und basteln irgendwas, ja? In der Schwangerschaft sitzen wir nicht da und tun irgendwas. Wir empfangen. Das ist unser urweibliches Wesen. Und das dürfen wir so stark wieder lernen, ja? Grade auch im Business-Kontext mal wirklich es fließen zu lassen. Ich habe so oft in Meetingsituationen, wo ich denke, ist, wirklich alles vorgegeben. Es ist wir funktionieren wie ein Uhrenwerk, wie Maschinen. Aber ich hatte eine Situation, da war ich wirklich bestürzt, weil ich, die Instruktion gegeben habe, geht mal in, Google, ladet einfach mal Bilder runter auf ein virtuelles Whiteboard, und zwar repräsentativ für eure Stimmung im Job.
Da kam Strick, Galgen, Sackgasse. Und warum? Weil wir ständig in diesem Geben sind und dann ist das nicht mehr in Balance. Das ist auf jeden Fall ein heftiges Bild. Das bleibt mir jetzt erstmal im Kopf mit der Sackgasse und den anderen zwei. Ja. Du hast gerade von weiblicher Energie gesprochen, da der Counterpart ist die männliche Energie. Kannst du uns vielleicht da nochmal abholen? Was ist denn der Unterschied dazwischen? Also was charakterisiert die weibliche Energie und was charakterisiert vor allem die männliche Energie? Also männliche Energie, da sind wir extrem stark drin. Planen, Kontrolle, Tun, Aktionismus, strategisch arbeiten, ja, Kontrolle, dieses Mikromanagement. Das ist alles immer dieses aktiv, aktiv, aktiv. Ne? Du musst jetzt um 8 Uhr, weil du um 8 Uhr im Meeting sitzt, ist auch was Vorgegebenes, ne? Im Tun, geplant, Kontrolle. Um 8 Uhr musst du die Idee liefern. Dominanz sind alles solche männlichen Energien. Die weibliche Energie ist, ein bisschen was habe ich schon gesagt, ne? Dieses Ausruhen, empathisch sein, spüren, fühlen. Auch das Thema, ja, empfangen, kreativ sein, kreieren. Wir kreieren Leben. Wir kreieren auch gute Ideen. Aber wann entstehen die besten Ideen? In der Ruhe, in der weiblichen Energie, auf dem Klo, ja, unter der Dusche, beim Singen. Und das sind so in der Freude heraus, im Flow. Wie oft werden schon irgendwelche Gespräche reguliert und ein Schema gemacht, ne? Ich mache mir meine To-do-Liste. Seitdem ich in den Gesprächen, auch in Podcasts, diesen Leitfaden einfach mal auf die Seite lege und immer nach dem Gespür gehe, seitdem ist ein mega Flow, eine mega Energie. Da entsteht echte Verbindung und nicht, weil wir geplant jetzt, ne, irgendeiner Agenda folgen oder einem Leitfaden folgen. Ja. Nee, ich hatte früher in den ersten Folgen habe ich tatsächlich auch mit einem Leitfaden gearbeitet, weil ich einfach noch unsicher war, aber inzwischen führe ich die Gespräche auch einfach auf Basis unseres Vorgesprächs, wo wir einfach ja miteinander gesprochen haben. Super spannend. Vielleicht auch da nochmal weibliche, männliche Energie. Mir ist es halbwegs klar, weil ich das in meiner Coach-Ausbildung auch schon hatte, das Thema. Aber wie ist denn so die Verteilung? Also haben jetzt vor allem Männer männliche Energie und die motivierten Karrierefrauen haben auch ganz viel männliche Energie? Oder wie ist das in deiner Beobachtung und wie sollte es eigentlich sein? Also normalerweise hat natürlich jeder männliche und weibliche Anteile und wir spüren das schon. Ne? Wenn du jetzt ins Management schaust, wie wenig Frauenanteil haben wir im Management, also wirklich in ganz, ganz hohen Führungspositionen. Und das spüren wir schon. Das sind oftmals Frauen, die in einer sehr männlichen Energie sind. Wir spüren auf der anderen Seite auch viele Männer, die in der weiblichen Energie sind und da ist nichts falsch, sondern das ist dann einfach Persönlichkeit, Charakter, ne? Weil wir unterscheiden in 4 Grundcharaktere. Die einen sind eher beziehungsorientiert und die anderen sind eher rational tickend. Die rational tickenden, das sind die, die eher in der männlichen Energie schwingen und die anderen sind die, die in der weiblichen Energie schwingen. Ich tue mich jetzt schwer, tatsächlich dir eine Zahl zu sagen, weil ich möchte eben nicht irgendeine Vorgabe machen, sondern du spürst einfach für dich selber und darum geht's. Wir dürfen alle miteinander tatsächlich wieder in mehr weibliche Energie kommen. Wie will denn eine Führungskraft, die über die Ferne den Betrieb leitet, wie will die tatsächlich mitkriegen, dass jemand total überlastet ist, der vielleicht introvertiert ist und sich nicht traut, sich zu melden? Wie will der merken, dass da jemand wirklich in Not ist? Das geht nur, wenn ich spüre. Und wenn ich auch über so eine Welt, wie wir jetzt hier arbeiten, in einem Online-Gespräch die Kameras anschalte und wirklich mal spüre, was kommt denn da an Schwingung an, selbst wenn jemand was nicht sagt? Und da sind wir wieder beim Stichwort Energie. Und es geht auch darum, für dich selbst zu spüren. Ich hatte letzte Woche gerade ein Women in Leadership Training und da ging es einfach darum, dass manche einfach ganz, ganz einen guten Sensor haben. Also ich hatte eine Frau, die in der Fertigung arbeitet, mit lauter Männern zusammen, in einer sehr, sehr ja, dominanz geprägten
Männerwelt. Sie kommt damit schon klar, aber sie erkennt auf den ersten Blick einfach, was schief läuft, dass da die Strukturen nicht richtig gut sind, dass die Arbeitsverteilung total ungerecht ist und dass es deswegen immer wieder Reibungen gibt und Konflikte. Das erkennt die auf den, die muss da nicht mal eine Stunde da sein, erkennt die das schon. Das haben wir Frauen einfach an uns. Wir spüren sowas. Wir haben diesen ganzheitlichen Blick. Das haben Männer nicht. Und das dürfen wir uns klar machen, dass wir da eine ganz besondere Gabe haben. Ja, aber was macht jetzt so jemand? Sie traut sich nicht, das anzusprechen. Ja? Warum? Weil sie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und da trainiere und schule ich die Leute zum einen wirklich dieses Bauchgefühl, was sie haben, wenn was nicht stimmig ist, das wirklich wahrzunehmen und das nicht abzutun und beiseite zu schieben und dann aber wirklich authentisch zu sein und das auch im Chef-Mitarbeiter-Gespräch zur Sprache zu bringen. Oder wenn ich in einem Meeting sitze, einfach wirklich mich zu trauen, so einem Impuls zu folgen. Und dann nicht einfach nur Ja und Amen zu sagen. Warum? Wenn ich das nicht tue, das ist ja wie ein Krebsgeschwür innen. Ne? Du leidest immer mehr, du leidest immer mehr. Und was machen wir Frauen dann sehr oft? Wir leiden so lange, aber still, ohne irgendwas zu sagen, bis wir dann irgendwann, bam, wirklich so richtig Tabula rasa machen und dann diese Beziehungen verlassen. Wir trennen uns vom Mann oder wir trennen uns von so einem Unternehmen. Ja, statt einfach frühzeitig mal ein Signal zu geben, du, ich habe da ein Bauchgefühl und für mich ist das nicht stimmig. Für mich ist das nicht stimmig. Und sowas gibt es in meinen Videos auch, ja. Also gerade Thema Durchsetzungskraft, wie ich das so elegant machen kann, dass es sich eben nicht irgendwo gezwungen anfühlt, sondern dass es immer noch für mich als Frau auch stimmig ist. Weil es ist immer wichtig in einem Gespräch auf der einen Seite ganz klar zu sein mit dem, was ich da wahrnehme, authentisch zu sein, wahrhaftig zu sein, meine innere Wahrheit zu sprechen. Ähm, und da haben wir oftmals Angst einfach, dann sind wir wieder bei der Angst, ja. Ich habe dann oftmals Angst, dem anderen zu nahe zu treten oder den zu verletzen. Nein, es ist meine Wahrheit. Und dann aber trotzdem weich im Umgang zu sein und zu sagen, du, ich möchte nicht zu nahe treten, ich möchte dich auch nicht verletzen, aber das und das nehme ich wahr. Und das stört mich, ja. Und das ist nicht in Ordnung für mich. Auf jeden Fall, ja. Das heißt, du gibst Firmentrainings, das hast du eben schon gesagt, aber eben bietest ja auch was an, dass Privatpersonen letztlich sich mit diesem Thema mal beschäftigen können. Hast du da irgendwie so eine Art Kennenlernangebot, wo man sich einfach mal selber jetzt in seiner eigenen Zeit vielleicht auch kostenlos informieren kann über dieses Thema und diesen ersten Schritt machen kann mit Blick eben auf das Thema Empowerment? Ja. Ich habe ja so viele Frauen trainiert in den Unternehmen. Ähm, Also nicht nur in Leadership, also nicht nur in der Führung, sondern auch Frauen. Ich war zum Beispiel in der Klinik und hatte da einen ganz gemischten, ganz tollen, wunderbaren Kreis an Frauen, die ich da einen Tag begleitet habe und einfach darin gecoacht und geschult habe, wie sie mit Triggersituationen umgehen. Da auch ein ganz interessantes Feld der Umgang mit Chefärzten. Das ist wirklich so hierarchisch irgendwie gefühlt noch 30 Jahre zurück. Also es ist Wahnsinn. Dieser Halbgott in Weiß, der schlägt da noch extremst durch, ja. Und daraus hat ich dann einfach immer wieder mal Anfragen, Mensch, hast du nicht irgendwie auch ein Programm für die Normalsterblichen, die einfach jetzt nicht in so ein Firmentraining reinkommen können? Und das habe ich gemacht. Ich habe also ein Programm entwickelt mit Videos für einen kleinen Geldbeutel, wo man einfach dann so ein Dreierbundle kriegen kann zum Thema Durchsetzungskraft und dann auch Schlagfertigkeit ist so eine Geschichte, ne? Weil ganz oft, gerade wenn wir getriggert werden, dann fällt uns nach einer Stunde dann ein, was wir alles Kluges hätten sagen können. Schade eigentlich, ja, Zug schon abgefahren. Aber das sind so einfache Techniken, die sich auch eignen für Menschen, die sich eigentlich viel vorbereiten müssen. Ja, und dann auch dieses Thema Strahlkraft. Also gerade in der jetzigen Welt, wo es ja viel drum geht, wenn jemand ein Online-Business hat, ne, sichtbar zu sein, Strahlkraft zu entwickeln. So viele wundern sich, warum das nicht klappt mit den Posts oder mit irgendwelchen Interviews. Es kommt nichts rüber.
Ja, wie kannst du das für dich selbst gestalten? Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt, zum Beispiel das Thema USP, also deine persönlichen Alleinstellungsmerkmale, die sind uns oftmals nicht bewusst. Und sich damit mal auseinanderzusetzen, hilft unfassbar, wirklich eine Riesenausstrahlung zu gewinnen und ein Standing für sich zu gewinnen. Thema Mindset-Arbeit ist da auch mit enthalten. Und da gibt's ein Einstiegsvideo, for free. Einfach mal reinschnuppern, wenn es dir gefällt dann. Perfekt. Den Link dazu packen wir auf jeden Fall unter das Video. Schaut da gerne mal rein. Dann die letzte Frage an dich, noch inhaltlicher Natur. Wenn du eine Sache ändern könntest in dieser Welt, also bezogen auf das, was du in deiner täglichen Arbeit machst, was wäre es, damit die Welt eine bessere Welt wird? Spür dich selbst, schau hin, was deine Schattenthemen sind, räum sie auf und dann haben wir Friede, dann haben wir Lebensfreude, ja, dann haben wir auch ganz viel Toleranz für andere und Freiheit. Sehr schön. Dann vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit und damit kommen wir auch schon zu den Abschlussfragen. Du darfst jetzt noch ein paar Sätze vollenden. Gibt kein richtig und falsch, einfach frei raus deine Definition oder Sicht auf diese Themen. Bist du bereit? Sehr gern. Sehr schön. Und zwar der erste Satz lautet: Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Ganz, ganz tiefe Arbeit, an mir selbst, auch spirituelle Arbeit, denn für mich ist Körper, Geist, Seele immer eine Einheit. Und da auch mal seelisch hinzuschauen, ja, und zu spüren, das ist für mich, 'ne ganz, ganz wesentliche Geschichte. So viel Leute, oder so viel Menschen wollen Fülle haben in ihrem Leben, aber dann geht's eben, wenn ich Licht haben möchte für mein System, geht's eben auch drum, mal die Schattenthemen sich anzuschauen und die zu erlösen. Das ist auf jeden Fall ein sehr anschauliches Bild dazu. Damit kommen wir zum zweiten Satz. Jetzt gehen wir noch einen Ticken tiefer. Bin gespannt, ob das noch geht, aber ich denke schon. Und zwar Leben bedeutet für mich. Leben, das war, tatsächlich ein 'n schwieriges Thema für mich, denn ich, bin durch eine ganz, ganz tiefe schamanische Arbeit dahin gekommen, dass ich weiß, was meine Urseele ist, und meine Urseele ist ein Engel tatsächlich. Ja, und ich habe lange, lange Zeit, das Thema Lebensfreude für mich nicht spüren können, obwohl ich so frei war und wirklich eigentlich immer meine Träume verwirklicht habe, Jakobsweg gelaufen bin, im Ausland lebe und wirklich eine große Freiheit auch in meinem Business lebe, und trotzdem habe ich Lebensfreude nicht spüren können. Und seitdem ich mit meiner Urkraft verbunden bin, das ist unglaublich. Ich freue mich an jeder Ameise, die über den Weg läuft. Ich freue mich über die Freiheit, die ich inzwischen habe, dass ich also den Morgen nicht arbeite, sondern einfach erst mal draußen in der Natur bin, in schönen Ländern. Ja, und wirklich, morgens, ich hatte gestern eine wunderbare Situation, wo 2 Salamander miteinander irgendwo gespielt haben und sich beschäftigt haben. Es war zauberhaft. Und sowas freut mich zutiefst. Und das ist für mich Leben. Sehr schön, ja. Kann man gar nichts mehr hinzufügen. Und damit kommen wir dann zum letzten Satz, denn wir sind bei Erfolgsgeflüster und deswegen sprechen wir jetzt auch einmal direkt über das Wort Erfolg. Und deswegen lautet der Satz: Erfolg bedeutet für mich. Erfolg ist das, was erfolgt, ja. Wenn du dich mit dir selbst beschäftigst und mal reinspürst, was möchtest du wirklich? Was bedeutet für dich Fülle zu haben in deinem Leben? Erfüllung zu haben? Und, was bist du bereit, auch dafür zu tun? Ja, wenn ich nur vom Ausland träume, ist es nicht damit getan. Wenn ich, von einer erfüllten Partnerschaft träume, ja, und den anderen immer verantwortlich mache, dass der schuld ist, dass es nicht passiert, dann erfolgt da auch nichts. Das heißt, die Frage ist immer, was kannst du selber dazu beitragen? Und für mich ist zum Beispiel in Partnerschaften ganz, ganz wesentliche Fragestellung nicht, wie kann der andere mich glücklich machen, sondern was kann ich dazu beitragen, den anderen glücklich zu machen und eine gesunde Beziehung zu führen. Das ist für mich Erfolg. Mhm. Sehr schön. Auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Anke, dass du im Erfolgsgeflüster-Podcast da warst. Wenn ihr jetzt jemand Fragen hat zum Thema Energie, würde ich sagen, schreibt das einfach in die Kommentare. Da schauen wir auf jeden Fall auch rein. Und genau, wenn ihr Anke kontaktieren wollt, die Kontaktdaten findet ihr unter dem Video. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne, liebe Michelle. Danke dir.
Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Abonniert gerne den Podcast und dann sehen wir uns nächste Woche in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.